Wir befinden uns heute hier auf dem NRW Geflügeltag auf Haus Düsse und ich durfte heute unser Projekt Optilec vorstellen, bei dem wir uns um die Junghennenaufzucht gekümmert haben. Also inwiefern eine optimierte Junghennenaufzucht einen Beitrag zur verlängerten Haltungsdauer von Legehennen leisten kann. Das ist ein Kooperationsprojekt neben unseren Einrichtungen Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft und Bayerische Staatsgüter. Ist auch eben die Landwirtschaftskammer NRW mit dabei, die Uni Rostock und Hen Control. Und was wir hier gemacht haben, ist, dass wir zum einen den Öffnungszeitpunkt der Voliere variiert haben. Ein Teil der Tiere durfte früher, bereits an Tag 14, die Voliere verlassen, ein anderer Teil erst zu einem späteren Zeitpunkt, an Tag 28. Und wir haben das Futter variiert. Wir haben praxisübliches Futter angeboten und Futter mit höheren Rohfasergehalten. Ja, und nach der 17-wöchigen Aufzucht, was sich festhalten lässt, ist, dass die Tiere, die das praxisübliche Futter erhalten haben, signifikant schwerer waren als die Tiere, die das Futter mit höheren Rohfasergehalten erhalten haben. Und wir haben festgestellt, dass die Tiere, die früher aus der Voliere entlassen wurden, dass die auch schwerer waren im Vergleich zu den Tieren, die später aus der Voliere entlassen wurden. Was wir noch gemacht haben, ist, dass wir die Tierbonituren durchgeführt haben. Wir haben die Tiere in die Hand genommen und in regelmäßigen Abständen bonitiert, das Gefieder beurteilt. Und was wir da sehen, ist, dass die Tiere, die früher aus der Voliere entlassen wurden, ein besseres Gefieder hatten im Vergleich zu den Tieren, die später aus der Voliere entlassen wurden. Und darüber hinaus waren die Tiere, die das Futter mit den höheren Rohfasergehalten erhalten haben, die hatten ebenfalls ein signifikant besseres Gefiederkleid im Vergleich zu den Tieren, die das praxisübliche Futter erhalten haben. Wir haben auch eine Projekt-Homepage, die hier verlinkt ist. Und da kann man weitere Informationen erhalten. Ansonsten kann man sich auch sehr gerne direkt bei mir melden.